So, das nenne ich mal konstant schlecht. Das ist der erste. Und hier ist der zweite. Also ich habe sie wirklich beide auf 2 Metern nebeneinander schlecht gespielt. Okay, also jetzt geht es darum, den wieder nur zurückzukriegen. Einfach da vorne auf die Bahn. Also das ist jetzt der zweite. Ja, perfekt, gut gelungen. Weiter geht's mit dem dritten. Hallo liebe Freunde, heute bin ich im Golfclub Ravensberger Land. Das ist in der Nähe von Herford bei Bielefeld in Ostwestfalen. Und wir haben traumhaft schönes Wetter. Es ist Mitte Mai, was wollen wir mehr? Also kann losgehen. Die Runde heute ist sehr stark auf Kursmanagement optimiert. Ich bin gespannt, ob ich es durchhalten kann, ob mir das gelingt über die ganzen 18 Loch. Das Video wird wie immer in 2 Teile aufgeteilt. Ihr seht jetzt die ersten 9 Löcher und dann etwas später oder verlinkt, links, rechts, oben, unten, dann die zweiten 9 Loch. Also ganz viel Spaß und schön, dass ihr dabei seid. So, die Bahn 1 hier im Ravensberger Land ist ein Dogleg. Im Prinzip von hier aus gesehen eigentlich ein Doppel-Dogleg. Das geht erstmal ungefähr 200 Meter geradeaus rum. Dann geht es nach rechts weg, nochmal so 150, 160 Meter und macht dann nochmal einen 50 Meter Knick nach rechts zum Grün. Mein Ziel ist es jetzt, da vorne über die Bunker zu spielen, um dann einen freien Schuss zu haben auf die lange Bahn hoch. Es ist ein Par 5. Also auf geht's. Das war nicht der Start, den ich mir erhofft habe, aber egal. So, ja, wie ihr sehen könnt, das war jetzt ganz schlecht, weil ich kann jetzt nur vorlegen, um dann hochzukommen. Aber so ist halt Golf. Also jetzt geht es nur darum, den Ball über die Bunker in Position zu spielen. Mit Einsatz des Baums ist es geglückt. Uiuiui. So, wir haben es zumindest über die Bunker geschafft. Wir sind da vorne in den Bäumen so ein bisschen hängen geblieben, haben jetzt aber das, was ich eigentlich jetzt mit dem zweiten Schlag machen möchte, dann jetzt mit dem dritten. Es geht jetzt darum, den Ball die Linie lang zu spielen, weil die Fahneposition ist da vorne ums Eck. Ja, das war so jetzt so lala, aber das ist okay. So ihr Lieben, ja, wie ihr das von mir kennt, natürlich immer auch mal zwischendurch so ein paar Aussagen, wie es so ist. Ja, habe jetzt schon mittlerweile 8, 9 Turniere gespielt. Handicap ist von, also jetzt seit Anfang der Saison, jetzt bis jetzt hier so Mitte Mai, gesunken von 21,6 zum Start auf 19,4 aktuell. Aber ihr wisst, mein Ziel ist es, 14,9 zu erreichen. Dafür muss ich aber besser spielen als jetzt bei den ersten 2 Schlägen. Der dritte war jetzt halbwegs brauchbar. Wir müssen jetzt gleich schauen, ob ich da vom Spot her den Baum nicht im Weg habe. Ihr werdet das gleich sehen. Aber an der ersten Bahn wird nicht die Runde entschieden. So, und leider hat sich bewahrheitet, was ich befürchtet habe. Der Ball ist übrigens ganz voller Erde. Jetzt das Problem sind 100 Meter. Ich werde jetzt mit einem Pitching Wedge bzw. mit einem Gap Wedge mit 46 Grad versuchen, über den Baum zu spielen. Die Fahne ist knapp 100 Meter entfernt. Ich mache das Schlägerblatt ein bisschen auf. Der wird also vermutlich zu kurz sein, aber Hauptsache ich kriege es hin, ihn über den Baum zu spielen. Ja, super gelungen. Also der Ball liegt jetzt 2 Meter vorm Grün. Ist jetzt der 4. Schlag gewesen. Ja, ein bisschen Dusel habe ich natürlich gehabt. Der war nicht hoch genug. Aber ja, Glück gehört auch zum Golf, oder? So, da wollen wir uns nicht beschweren. Das sieht gut aus. Das sind ungefähr 5 Meter bis zum Grün. Es ist ein Par 5. Wir haben jetzt die realistische Chance, mit dem 5. auch drauf zu spielen. So, für den kleinen Chip hier nehme ich meinen Gap Wedge und versuche den Ball ziemlich kurz hinterm Grün Anfang aufkommen zu lassen. Es ist nur eine kurze Bewegung.
bisschen zu lang, aber ich glaube, den kann man nehmen, oder? So, damit haben wir auf jeden Fall ja, eine realistische Bogey-Chance, würde ich sagen. Der Ball ist ganz schön dreckig. So, das ist jetzt der 6. Das Grün hängt ein bisschen nach rechts. Ich werde den Ball also oberhalb der linken Lochkante, also der Kante, die zu euch, praktisch zu euch zeigt, die euch näher ist, versuchen reinfallen zu lassen. Tucken zu kurz. Gut, Doppelbogie zum Start. Hätte nicht passieren müssen, aber das ist okay. So, Doppelbogie Start, alles gut. Wir sind jetzt auf der Bahn 2, das ist ein Par 4 und das ist tatsächlich nur 312 Meter lang. Und ich hatte euch ja vorhin was von Course Management erzählt. Und entsprechend dem nehme ich jetzt keinen Driver, sondern nehme nur das Dreier Hybrid. Wenn ich damit 170 Meter oder sowas mache, wenn ich nur einen lockeren Schwung mache, der sicher auf der Bahn ist. Ihr könnt da hinten links die Bunker sehen. Das sind so 170 Meter. Und wenn ich da kurz davor bleibe, dann ist eigentlich alles völlig okay. Dann habe ich noch 130, 140 Meter. Das ist so eine Wohlfühldistanz mit einem 7er Eisen. Und da würde ich mich gerne genau in diesen Punkt jetzt praktisch hineinspielen. Ja, jetzt könnte sein, dass er natürlich genau Richtung Bunker gegangen ist, beziehungsweise dass er in den Bunker trotzdem reingelaufen ist. Ich hoffe es mal nicht. Wir werden es gleich sehen. So, das Thema Course Management hat funktioniert. Der Bunker ist 10, 15 Meter weiter, also der zweite. Der erste ist direkt hier auf der Höhe. Und wir haben jetzt 140 Meter. Ja, das ist dann das, wo ich genau sagte, das ist jetzt so meine Wohlfühldistanz für mein Eisen 7, dass ich jetzt natürlich dann auch spiele und dann hoffe und denke, wir wollen ja nicht nur hoffen, wir wollen auch daran glauben, weil ich weiß, dass ich diese Schläge beherrsche normalerweise. Die wollen wir jetzt einfach im ganz ruhigen Schwung aufs Grün spielen. Ja, ich denke, der ist drauf. Guter Schlag, bin ich zufrieden. So, zunächst mal tolles Panorama, oder? Ich glaube, da störe ich ein wenig. Ihr seht aber, ich habe es nicht ganz bis aufs Grün geschafft. Bin ganz klein, ja, so 2 Meter davor geblieben. Wir werden jetzt denselben Schlag machen wie eben gerade auf der 1 auch. Den Ball auf die Hälfte leicht links anhalten, das Grün hängt ein bisschen, um ihn dann einfach hinrollen zu lassen. Das war etwas wenig, aber gut, es war der dritte Schlag. Wir sind in Paardistanz. So, ja, da habe ich mir dann aber doch noch 5, 6 Meter gelassen. Das war keine gute Annäherung. Ich hatte die letzten Tage wieder ein bisschen Probleme mit meinen Chips. Da muss der Coach wieder ran. Das ist ja leider immer wieder so, dass man Sachen immer wieder lernt, verlernt. Auch hier haben wir es so, dass das Grün so ein bisschen so fällt. Also auch da wieder, ich werde den Ball etwas links von der Fahne anspielen, also oberhalb. Das ist jetzt der Par-Putt. Leider etwas zu kurz, aber so wird es, glaube ich, ziemlich safe jetzt hier, das Bogey und
Das ist okay. Nehmen wir mit. Also Doppelbogie, Bogie-Start. Hätte hier natürlich gern das Paar gespielt. Wäre auch möglich gewesen, weil das Course-Management, das war richtig. Ist genauso gekommen, wie ich es gewollt habe. Hybrid und anschließend Wohlfühlgeschwindigkeit. Wohlfühlentfernung so um die 130, 140 Meter. Ja, gut, wir machen es gleich besser. So, wir sind auf Bahn 3 angekommen. Bahn 3 ist ein Paar 3 und sage und schreibe 177 Meter lang von Gelb. Das bedeutet, ich nehme wieder das Hybrid 3, kann das dann ganz locker spielen, so wie eben gerade auch. Und wenn alles normal läuft, sollte das von der Länge her passen. Wir müssen halt schauen, dass wir die Richtung auch hinbekommen und da entsprechend den Ball gerade ausspielen. Ansonsten ist das gar nicht so schwierig hier. Aber jetzt gucken wir mal, wie es geht. Ja, jetzt muss man sich die Frage stellen, also er war, ihr habt es gesehen, er hat eine leichte Kurve gehabt. Jetzt muss man sich die Frage stellen, ist es gut, dass er zu lang war? Ich sage mal ja, weil dahinter kann man gut weiterspielen, den kann ich also gut zurückspielen. Im Bunker wäre es deutlich schwerer gewesen, denn er ist sehr tief, also eine sehr hohe Kante. Von daher ist okay. So, ja, was erleben wir hier? Hier ist doch ein Bunker. Den hatte ich nicht auf dem Schirm, hätte ich aber auch mal gucken können. Ja, Platzkenntnis. So, das ist jetzt gar nicht so eine schöne Position für mich hier. Ich muss jetzt hier schauen, dass ich trotz allem schön in den Ball reinkomme und mutig nach unten schwinge. Komm, halt an, halt an, halt an. Ja, mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden. Super, sehr schön. So, ja, Bunker ist sowieso nicht unbedingt jetzt so, dass ich da große Angst vor hätte. Das funktioniert meistens ganz gut. Jetzt sind wir hier zumindest in der Position auch wieder relativ safe, hoffe ich doch, einen Bogey zu spielen. Aber natürlich würde ich mir das Paar auch gerne aufschreiben dürfen. Aber mal schauen, aber es sind dann schon wieder so 6, 7 Meter. Und auch hier wieder das Grün hängt. Etwas zu wenig. Die Grüns sind nicht so schnell, wie ich sie erwartet habe. Ja, da ist es, das Bogie, die 4. Alles okay, nehme ich. Also der Start, Doppelbogie, Bogie, Bogie. Ja, auf der 1, das hätte ich mir gerne anders vorgestellt, aber ist halt so schlecht reingekommen. Ansonsten dann noch gut runtergespielt. Bahn 2 mit Cross-Management, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Leider halt eben der Chip zu kurz. Ihr merkt, es ist schon immer leider hier, leider da. Also ich bin noch nicht da, wo ich mich eigentlich sehe und was ich auch denke, was ich spielen kann. Aber wir haben noch 15 Löcher, also von daher bin mir sicher, da wird noch einiges Gutes kommen und hoffentlich nicht so viel Schlechtes. So, hier sind wir jetzt auf Bahn 4, ist auch ein Paar 4, ist das 7. Loch, 330 Meter lang. Und da ich bei 330 Meter nicht unbedingt mit dem Driver abschlagen muss, habe ich mich jetzt hier für mein Callaway Paradigm Dreier Holz entschieden und möchte den Ball gerne ein bisschen auf der linken Seite halten, weil auf der rechten Seite ist eine ganz lange Bunkerlandschaft, da möchte ich nicht unbedingt hin und von daher gilt jetzt hier auch Course Management. Wir wollen das Thema immer am Laufen halten heute, damit ich es auch in meinem Kopf behalte, denn das ist wichtig. Es geht nicht darum, immer mit dem ersten Schlag so weit wie möglich zu sein. Oftmals ist es hilfreich, das habe ich in den letzten Turnierrunden auch erlebt, wenn man sich das ein bisschen einteilt, dass man in gute Distanzen kommt, wo man dann mit dem zweiten einen sicheren Schlag hat. Und das ist bei Bahnen ein Paar 4 mit 330 Meter auf jeden Fall dann nicht notwendig, da den Driver zu nehmen. So. Ach du grüne Neune.
Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Ball. Der war dann komplett mit offenem Schlägerblatt getroffen. Wir müssen also ein provisorisches spielen. Das ist natürlich sehr schade, aber wir werden gleich mal gucken, ob wir den noch wiederfinden. Dann werden wir es jetzt besser machen. Ja, genau da muss er hin. Sehr schön. Also der zweite liegt. Beim ersten gucken wir mal. So, Glück gehabt zumindest mal. Der Ball ist gefunden. Ich werde ihn jetzt wieder versuchen, unter den Bäumen durch auf die Bahn zu spielen. Gut gelungen, hat gepasst mit Hilfe der Blätter. So, ja, dank der Blätter ist der Ball sogar noch so abgehalten worden, sonst wäre er im Bunker gelandet. Mir fehlt irgendwie noch so ein bisschen die nötige Ruhe, das ist alles zu hektisch. 130 Meter. Wir nehmen da jetzt mal nur ein Achtereisen, um den Ball in Position zu bekommen, denn ich habe das große Problem, dass ich jetzt auch noch hier so leicht unterm Ball stehe. Also kurz gegriffen, der soll jetzt eher etwas flacher bleiben und dann vorm Bunker liegen bleiben. Also kein Experiment hier jetzt. Ja, das ist genau das, was ich jetzt auch machen wollte. Das war jetzt der dritte Schlag, ist alles okay. Wenn wir jetzt den vierten draufbringen, haben wir noch eine Chance, das Bogie zu retten. So, das sind jetzt so noch ungefähr 20 Meter. Ich nehme dafür jetzt das 56 Grad Wedge. Das ist normalerweise mein Sandwich. Es geht jetzt darum, den Ball in die Luft zu bekommen, damit er nicht so weit nachrollt. Ich drehe also das Schlägerblatt etwas auf, lege den Ball auf den vorderen Fuß und fasse ganz schwach. Also ich lasse die bei mir als Linkshänder rechte Hand relativ schwach, um den Schläger wirklich nur so unterm Ball drunter hergleiten zu lassen. Das war ganz minimal zu wenig, trotzdem, ich bin damit nicht unzufrieden. Das ist okay. Ja, aus dieser Position hier, da nutze ich dann schon den Putter. Das sind vielleicht noch so 50, 60 Zentimeter und das Vorgrün ist durchaus sehr gnädig geschnitten hier heute. Ja, das ist okay. Dann müssen wir hier leider sehr wahrscheinlich das Doppelbogie hinnehmen. Also wenn ich den jetzt reinmache, ist es das Doppelbogie, dann bin ich noch zufrieden. Ja, so ist es dann die 6. Ja, Doppelbogie, Bogie, Doppelbogie, nicht Doppelbogie, Bogie, Bogie, Doppelbogie. So, nun sind wir auf Bahn 5 angekommen. Ist auch wieder ein Par 4. Ist das drittschwerste Loch des Platzes. 363 Meter lang von Gelb. Und auf der rechten Seite sieht man einen Baum. Die Fahnenposition ist praktisch von hier aus gesehen direkt hinter dem Baum. Wir greifen hier zum Driver, weil bei 363 Meter und einem so breiten Fairway, wie es hier der Fall ist. Ja, wenn ich ihn hier nicht nehmen würde, wo sollte ich ihn dann sonst nehmen? Also nehmen wir ihn hier natürlich. Und Ziel ist es, ihn etwas mehr auf der linken Seite zu platzieren. Ja, der Abschluss selber war gut, aber er ist halt dann doch trotzdem mit der Hangneigung nach rechts weggelaufen. Also das heißt, ein direkter Spot jetzt zum Grün ist nicht da, aber wir schauen uns das gleich mal da vorne an. So, wir sehen hier den Baum im Weg,
beziehungsweise auf direkter Linie. Die Frage ist der überhaupt im Spiel? Weil wenn wir den normalerweise in die Luft spielen, den Ball, sollte der gar nicht im Spiel sein. Und er sagt mir, es sind nur 81 Meter. Nein. 155 Meter. Ja. Wir nehmen das 7er Eisen, das ist in jedem Fall zu kurz, sollte aber genug Höhe schaffen, um über den Baum zu kommen. Ja, er ist nur leider zu weit links. Und ist dann im Bunker. Na klar, wo sonst? Ja, sehr schade. Eigentlich ein sehr schöner Ballkontakt. Ja. So, wir haben es dann tatsächlich in den Bunker geschafft hier. Schade, schade eigentlich, aber nun gut. So ist das Leben. Auch hier wieder runter in den Sand, um den Ball nach vorne zu kriegen. Ui, der ist zu lang, glaube ich. Etwas zu viel. Da war etwas zu direkt der Kontakt. Aber ich glaube, damit kann man noch was anfangen. Alles gut. Der Sand hier ist sehr hart. Das merkt man vielleicht auch, wenn ich den hake. Das ist eher wie so eine, ja, wie soll ich sagen, aber da hätte der Greenkeeper auch mal haken können, damit sich das aufweicht. Tja, ich denke, ihr könnt das gut sehen. Der Ball war ein Tucken zu lang. Ja, alles gut. Ich bin jetzt kein Bunkerweltmeister in Sachen Distanzen, also von daher nehme ich den auch so, wie er jetzt gespielt ist. Ja, muss ich ja sowieso, aber ja, auch hier jetzt nur ein kurzer Chip. Wieder zu wenig. Ja, ich traue mich dann halt doch immer nicht, da genug Gravenz dran zu machen. Schade. Trotzdem, das ist jetzt hier der Putt zum Paar. Und warum sollte es mir nicht gelingen, auch mal aus 2 oder 2,5 Meter zu putten, weil mein Putten ist grundsätzlich, ich bin damit sehr zufrieden, ist wirklich sehr, sehr brauchbar aktuell. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir den jetzt mal zum Paar hinein machen. Ja, soll nicht sein. Der ist jetzt direkt an der Lochkante entlang gelaufen. Sehr schade. Dann spielen wir das Bogie halt wieder. Ja, wie war das mal? Was hatte ich euch erzählt vor Monaten? Ich möchte gerne Bogie-Golfer werden. Und wie das beim Golf so ist, wenn man dann auf dem Niveau ungefähr von Bogie-Golf spielt, dann ist man mit Bogies nicht mehr zufrieden. Geht euch das auch so? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, das ist die Bahn 6, das ist ein Paar 3, 137 Meter von Gelb. Und ja, ich würde sagen, das ist das, wie sagt man so schön, Signature Hole des Platzes mit dem Wasser in der Mitte. Paar 3. Ja, mal schauen, 137 Meter, das ist bei mir ein Eisen 7. Und wollen wir doch mal schauen, ob wir den jetzt gut aufs Grün bekommen. Es wird Zeit, mal langsam auch mal irgendwie ein Paar zu spielen, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, der ist drauf, aber der ist zu weit links gewesen. Ja, haben wir schon noch Arbeit vor uns. Aber möglich ist das Paar. So, ich denke, ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Das Grün habe ich leider nicht ganz getroffen. Also von der Länge hat es gereicht fürs Grün, aber er war halt zu weit links. Aber das haben wir ja gerade schon beim Schlag gesehen. Ich nehme natürlich trotzdem den Putter, weil der ist eigentlich so gut wie auf dem Grün. Hier ist sehr viel Break drauf. Ich spiele also bestimmt 2 Meter oberhalb der Fahne an. Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir tatsächlich eine realistische Paarchance. Bin ich zufrieden. Das war jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt müssen wir tatsächlich eintüten. Das erste Pärchen, das hat jetzt aber auch dann tatsächlich einige Löcher gedauert. Nichtsdestotrotz, ich bin zufrieden. Endlich ein Paar, geht in die richtige Richtung, oder? So, liebe Freunde, 6 Bahnen sind gespielt. Zeit für ein kleines Zwischenfazit, bevor es auf die Highway-Bahn hier geht, auf die Bahn 7. Das ist auch gleichzeitig Ostwestfalens längste Bahn mit nämlich von Gelb 586 Meter. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall 4 Schläge brauchen, bis ich zum Grünen komme. Entsprechend können wir uns das gut einteilen. Thema Course-Management. So richtig im Rhythmus bin ich noch nicht, aber wir haben ja noch 12 Löcher Zeit. Von daher, wir schauen mal, was geht. Es ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Der Platz ist auch nicht leicht. Es ist halt so ein Parklandplatz, der ist eng an vielen Stellen, viele Bäume. Musst halt immer schön geradeaus spielen, ansonsten hast du sofort Schwierigkeiten. So wie wir das ja bei mir gerade auf der 4 auch gesehen haben. Da wird es sofort schwierig, wenn du mal die Bahn verlässt. Du kommst durch die Bäume nicht durch, du kannst den dann nur irgendwo schnell kurz ablegen und dann ist ein ganzer Schlag verloren. Das muss man dann halt hinnehmen, ja, und dann werden es dann halt Doppelbogies. Trotzdem, bis jetzt sind wir ganz gut auf Kurs. Ziel ist für mich, um die 90 rumzuspielen. Ob wir das hinbekommen, ihr werdet es gleich sehen. Trinken ist immer ganz wichtig. Wir haben knapp 23 Grad und bis jetzt habe ich das vergessen. Nicht gut. So, ja, ich glaube, ihr könnt es schon sehen. Die Bäume sind ein bisschen im Weg. Ich nehme jetzt hier ein Eisen 5. Spiele das aber mit relativ wenig Geschwindigkeit. Ich möchte, dass der Ball relativ flach bleibt und ich dadurch lange von der Flugbahn unter den Blättern bleibe. Und wie gesagt, die Bahn ist so lang, ich komme hier mit dem dritten sowieso nicht drauf. Von daher geht es hier jetzt wirklich auch nur darum, eine gute Position zu finden und keine Experimente zu machen. Ich werde also den jetzt so ein bisschen, ja, wie sagt man, so ein bisschen punchen, eher so stark von oben, also sehr steil spielen. Einfach nur, um den nicht so schnell steigen zu lassen. Mal gucken. Ja, das hat jetzt nicht geholfen. Das war nicht das, was ich wollte. Also das war jetzt dann doch zu viel des Guten, zu steil. Gut, aber es ist wie nichts passiert. Es ist alles gut. Ich kann jetzt den so in Position bringen. Das ist der Vorteil an dieser Bahn hier. Mir fehlen halt bei so einer Bahn irgendwie 30, 40 Meter, um da sicher drauf zu spielen. Und die habe ich mir jetzt hier geholt. Also von daher mit 2 guten Schlägen sollte das jetzt gehen. So, der liegt hier sehr schön auf dem Fairway
Ich muss allerdings sagen, hier über dem Platz, aber das ist bei vielen Plätzen um die Jahreszeit jetzt so, die Fairways sind sehr hoch. Also ich sage mal so, in 1, 2 Monaten wäre das hier wahrscheinlich das First Cut von der Höhe, wäre das so ungefähr. So, Dreier Holz, geradeaus damit. Hui. Ja, das ist das, was ich gerade sagte. Das ist noch nicht so richtig rund. Jetzt wird es sogar schwer, mit dem vierten drauf zu kommen. Oder nahezu unmöglich. Ja, wie schon gesagt, von hier aus ist es für mich nicht möglich, zum Grün zu kommen mit dem vierten. Das habe ich mir versaut vorher. Ja, nehmen wir das Hybrid und schauen, dass wir den vorlegen. Guter Schlag, bin ich zufrieden. Ja, der liegt jetzt genau in Position. Das war jetzt gut. Ja. So, ja, jetzt haben wir dann leider schon 4 Schläge. Das heißt, jetzt der 5. geht drauf. Das ist dann einer zu viel. Also es muss möglich sein, hier mit dem 4. Schlag drauf zu spielen. Ich habe jetzt noch 128 Meter. Dafür nehme ich ein 8er Eisen und werde den jetzt, wenn möglich, auf dem Grün platzieren. Oh, das ist ein leichter Flieger. Der rollt wahrscheinlich hinten runter. Ja. Ui, das ist das Problem. Man kriegt ganz selten hier saubere Ballkontakte, weil, ich weiß nicht, das müsstet ihr sehen können, der Schläger verschwindet fast komplett im Fairway. Und das macht es echt schwer, einen sauberen Ballkontakt herzustellen. Und dann entstehen halt schnell solche Flieger, weil man halt eben keinen Spin auf den Ball kriegt. So, ja, ihr seht die Balllage. Der 5. Schlag hinterm Grün. Ich laufe jetzt hier praktisch hinterm Grün rum. Und das Gras ist hier hinterm Grün genauso hoch wie auf dem Fairway. Also das finde ich dann schon, muss ich sagen, nicht ganz so schön. Ich will nicht meckern, das ist alles gut, das ist ein toller Golfplatz hier. Dazu sage ich auch später in der Zusammenfassung dann auch gerne noch was. Beim zweiten Teil, also die Löcher 10 bis 18. Aber die Fairways sind einfach zu hoch. Wow. Schade. Hätte fast geklappt mit dem 6. So, wie gesehen haben wir jetzt 6 Schläge auf diesem Par 5. Ja, für einen Doppelbogie muss der dann jetzt schon rein und das ist gar nicht so einfach, denn das sind ja mal ganz bestimmt 2,5 Meter. Aber wir haben die Chance, also möchten wir die natürlich auch nutzen. Schade, so wird es die 8. Das ist natürlich kein gutes Ergebnis. Ein Triple Bogey, aber bei diesem langen Loch, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich mit dem Doppelbogey grundsätzlich zufrieden gewesen. Ja gut, aber Triple ist natürlich zu viel. So, die Bahn 8, auch wieder ein Par 4. Das ist das zweitleichteste Loch des Platzes. Hat auch nur 268 Meter. Also das ist wieder so eine Bahn, wo das Course-Management zum Tragen kommt. Hier nehme ich nicht den Driver, weil das völlig unnötig ist, sondern nehme wieder mein Hybrid 3 und hoffe damit die Bunker, die alle da vorne so verteilt sind, aus dem Spiel zu nehmen und mit dem zweiten dann relativ sicher aus irgendwie 110 oder 100, 120 Meter, irgendwo so in dem Bereich, dann locker mit einem 8er oder 9er Eisen aufs Grün spielen zu können. Aber logischerweise muss der Ball dafür natürlich jetzt zuallererst mal auf die Bahn. Und das wollen wir jetzt mal machen. So.
könnt da hinten, glaube ich, die Fahne auch schon sehen. Wie gesagt, Zweck und Sinn der Übung ist es, den Ball vor die Bunker zu bekommen. Der ist viel zu weit links. Oh, der ist schlecht. Der ist ganz schlecht. Da spielen wir dann gleich noch mal einen zweiten Ball hinterher. Ui, das ist heute wirklich schwer. Das ist heute, ui, 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 ui. Das hat alles irgendwie keine richtige Ruhe. So, provisorisch spiele ich dann einen Callaway 3. Ich spiele übrigens Callaway Warbird Bälle. Ich bin mit denen sehr zufrieden. Manche sagen, das wären Steine. Ich spiele die aktuelle 23er Version, also die ganz neuesten. Ich finde, die sind total gut. Weil ich muss keine 5 Euro für einen Ball ausgeben. Da tun es auch für so eine Schachtel mit 12 Bällen 25 Euro, also dann knapp irgendwie was um die 2 Euro. Und nochmal genau an dieselbe Stelle. Jetzt gucken wir, ob wir den ersten in Gelb oder den zweiten in Weiß finden. Einer von beiden wird da schon liegen. Ja, ganz schlecht. Ganz schlecht. Das kann man nicht anders sagen. So, das nenne ich mal konstant schlecht. Das ist der erste. Und hier ist der zweite. Also ich habe sie wirklich beide auf 2 Metern nebeneinander schlecht gespielt. Okay, also jetzt geht es darum, den wieder nur zurückzukriegen. Einfach da vorne auf die Bahn. Also das ist jetzt der zweite. Ja, perfekt, gut gelungen. Weiter geht's mit dem dritten. So, jetzt sind wir mit dem zweiten wieder in Position. Das hätte man sich natürlich auch ersparen können, indem man auf der Bahn bleibt. Aber gut. So, 70 Meter, das heißt, das ist jetzt wieder so eine Distanz, da wollte ich eigentlich nicht hin. Das ist dann kein voller Schlag, aber wir schauen jetzt mal, dass wir das gut hinbekommen. Der Ball ist auch immer noch voller Dreck, aber gut, damit muss man leben, wenn man den Ball so schlecht spielt. Ja, der dritte ist drauf, alles okay, ordentlich gespielt. Bin ich nicht unzufrieden, aber einer zu viel. So, jetzt sind wir mit dem dritten drauf. Müssen wir mal schauen, dass wir da jetzt was Gutes zur Rande spielen. Wird schon werden. So. So, das ist jetzt schon der Putt zum Paar. Wir werden sehen, ob das was wird. Aber sind auch wieder gut und gerne bestimmt 6 Meter oder 7 Meter bis zur Fahne. Also hier wäre ich jetzt dann auch mit dem Bogey trotzdem zufrieden. Aber bei der Länge von nur 268 Meter ist das eigentlich ein Geschenk für ein Paar. Ja gut, das Bogey sollte sicher sein. Das sollte klappen. Da bin ich dann ganz zufrieden noch, nachdem wir das so schlecht gerade gemacht haben. Ja, das Bogey gespielt. Alles gut. So, die beiden sind ganz lieb, lassen mich eben durchspielen, das ist total nett. Dann, die haben sich auch ehrlicherweise einfach davor gedrängelt. Und ja, wollen wir mal gucken, dass wir da jetzt einen vernünftigen Ball eben schnell spielen hier. Ja, guter Abschlag, der liegt da Mitte Fairway, das müsste passen. Alles gut, jetzt beeilen wir uns ein bisschen. So, der Abschlag war gut, bin ich ganz zufrieden mit. Jetzt wollen wir mal schauen, das sind jetzt noch so 124 Meter, 8er Eisenentfernung. Wollen wir mal schauen, dass wir den da gut hingespielt bekommen. Jo, alles gut. So, sind wir ein ganz bisschen zu weit nach rechts abgedriftet von der Position aus, von da, wo ich geschlagen habe. Aber
Das sieht ganz ordentlich aus hier. So, das war der dritte. War eine Paar-Chance. Wollen wir doch mal gucken, ob wir da was reißen können. Wäre ja nicht so schlecht. Wie gesagt, das ist schon ganz schön crazy, wenn Spieler einfach auf Bahn 9 sich irgendwie so da einfach in das Spiel einklinken. Aber gut, halb so schlimm. Sie waren ja lieb und haben mich durchgelassen. Ja, haben wir das Paar gespielt. Sehr schön. Sehr gut. Ja, okay, also nochmal mit ein Paar abgeschlossen. Die ersten 9 sind wir jetzt bei 9 Löcher mit 2 Paar, aber es waren dann auch Triple Bogies, Doppel Bogies dabei. Also alles in allem, naja, so wirklich happy bin ich mit meinem Spiel nicht, aber alles gut. Ja, Freunde, die ersten 9 Loch sind rum. Es war nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, ehrlicherweise heute, aber ja, das kann man besser machen. Bin aber trotzdem der Meinung, das ist alles okay. Dieser Platz ist auch echt schwer, finde ich persönlich. Also für mich ist er schwer. Viele Bäume, ich kann euch das mal zeigen. Das ist hier wirklich so, dass es immer nur ein Baum jagt den nächsten. Aber ich mag diese Art von Plätzen. Also ich finde solche Plätze total schön. Sie sind halt ein bisschen schwerer zu spielen. Sie verzeihen halt nichts. Wenn der Ball dann irgendwo in die Bäume geht, hast du halt ein großes Problem. Während so Linkskurs-ähnliche Plätze natürlich alles verzeihen. Oder oftmals sehe ich auch bei anderen YouTube-Kollegen so schöne Plätze, die ganz breit sind. Da kann man dann richtig ballern. Mal gucken, die werde ich bestimmt in nächster Zeit auch noch mal irgendwie auf meinen Channel zaubern. Diese Art von Plätze. Aber hier bei mir in Westfalen, so das sind ganz häufig Parklandkursplätze. Wie gesagt, ich mag die, mir gefallen die, mir macht das Spaß. Ist halt auch ein bisschen herausfordernder, das Ganze. Aber ja, alles gut.